Hey, Jons hier von NewGadgets.de und ich bin in Barcelona auf dem Mobile World Congress 2018 und hier am Stand von Huawei schauen wir uns das Huawei MateBook X Pro an. Also die neueste Version, die hier für das MateBook X vorgestellt wurde. Pro, also für den Prosumer, für jemanden, der da ein bisschen mehr Leistung unterwegs benötigt beispielsweise. Kommen wir auch direkt mal zu den technischen Daten. Wir haben also hier den Intel Core i7 8550U, also die 8. Generation. Wahlweise ist auch noch ein Intel Core i5 8250U Prozessor verbaut. Was schön ist, ist, dass wir hier auch eine externe Grafik haben, und zwar die Nvidia GeForce MX 150. Also hiermit kann man wirklich so ein paar Games zocken oder auch Videos bearbeiten, was ich wirklich sehr schön finde. Was hier direkt auffällt, ist hier dieses Display im 3:2 Format, also auch fast schon ungewöhnlich, denn meistens sind die Notebooks ja eher ein bisschen breiter. Was ich auch sehr schön finde, ist dieser sehr, sehr dünne Displayrahmen. Also das würde beispielsweise auch dadurch gelöst, dass wir hier oben keine Webcam haben. Und da fragt ihr euch ja, wo ist die Webcam oder wo ist die Kamera? Das Schöne ist, hier ist eine Kamerataste, da drückt ihr drauf und dann ist hier unten die Kamera. Das ist schon irgendwie lustig und ganz cool gelöst, vor allem, weil es ja hier aussieht, als wäre es eine der Taste der Tastatur. Also wirklich sehr schön gelöst. Wenn man sie braucht, klappt sie aus. Wenn man sie nicht braucht, klappt sie wieder ein und ihr müsst euch keine Gedanken darüber machen, dass vielleicht irgendeiner eure Kamera hackt und euch da irgendwie zugucken kann, während ihr da vor dem PC sitzt. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gelöst. Ansonsten ist das Notebook nur 1,33 Kilogramm schwer, 14,6 mm dick und das Display ist ein 13,9 Zoll Display mit einer Auflösung von 3000 x 2000 Pixel. Die Grafik, die ich schon erwähnt habe, die Nvidia GeForce MX 150, hat 2 GB GDDR5 RAM und ansonsten gibt es hier natürlich auch passend zum Intel Core i5 oder i7 noch die Intel Grafik 620, also die interne Grafik. Es wird natürlich mehrere Varianten geben, einmal mit 256 GB internen Speicher oder wer mehr braucht, 512 MB NVMe PCIe SSD. Ansonsten gibt es das System auch mit 8 GB Arbeitsspeicher oder 16 GB LPDDR3 Speicher mit 2133 MHz. Der Akku ist ein 57,4 Wattstunden Akku. Der sollte auf jeden Fall euch gut durch den Tag bringen. Was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Display auch noch ein Touchscreen ist. Also, obwohl das eigentlich wirklich sehr, sehr dünn ist hier auch noch ein Touch eingebaut und wir haben eben diese 3K Auflösung. 4 Lautsprecher sind verbaut für einen guten Sound. Klappen wir das Ganze auch mal zu. Haben ein schönes Aluminiumgehäuse, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an, muss ich sagen. Das hat mir beim MateBook X schon sehr gut gefallen. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier erstmal einen großen USB-Port, was auch sehr schön ist. Dafür, dass wir so ein dünnes Gerät haben, haben wir hier einen großen USB-Port. Den kann man ja auch wirklich noch gut gebrauchen. Ich finde es immer schlimm, wenn es nur noch USB-C-Ports sind. Und auf der linken Seite haben wir dann die 2 USB-C-Ports. Und was man jetzt hier vielleicht nicht sieht, ich will das Ding auch nicht abmachen, sonst geht hier der Alarm los, ein Kopfhöreranschluss. Finde ich meiner Meinung nach auch sehr wichtig, wenn ich unterwegs mal Filme schauen will oder so. Ansonsten fällt auch direkt auf, wenn ich ein bisschen hier mitspiele, wir haben eine beleuchtete Tastatur, vermute ich mal. Leuchtet hier gerade nicht, weil es hier so hell ist. Und unter der Tastatur haben wir auch ein wirklich großzügiges Touchpad, mit dem man wirklich sehr gut arbeiten kann. Also alles in allem macht das Huawei MateBook X Pro einen sehr guten ersten Eindruck und gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Man hat genügend Leistung für unterwegs. Ich denke, ich werde damit auch Videos bearbeiten können, denn die GeForce MX 150 wird das schon genügend Leistung bringen. Das bringt ja allein schon die Intel Grafik 620 hat ja eigentlich schon recht gute Leistung. Also das wird schon sehr, sehr cool. Also das war mein Video hier mit dem neuen Huawei MateBook X Pro auf dem Mobile World Congress 2018. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, stellt sie unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten findet ihr natürlich, falls ihr Interesse an dem Gerät habt, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung auch einen entsprechenden Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.